Ja, hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr seht, habe ich schon mit meinem ersten Buchcover angefangen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich als erstes Junk Journal, was ich ja generell bisher gemacht habe, denn ihr wisst, ich habe ja noch gar nicht, noch gar keine Erfahrung, ja, ich habe noch gar keine Junk Journals gemacht. Habe ich mir überlegt, ja, ein Märchenzauberbuch zu machen. Ja, so, und das ist bereits mein Buchcover, was ich selber gemacht habe. Ähm, Ich wollte, dass es von hinten sowie auch von vorne einem Baum, also einem Baumstamm sozusagen oder die Rinde sozusagen ähnelt. Deswegen habe ich die ganzen, ja, die ganzen Rillen sozusagen, habe ich mit der Heißklebepistole gemacht. Ja, könnt ihr auch so erkennen. Und habe es dann einfach nur mit brauner Acrylfarbe, die ich mir wohl selber angemischt habe, weil ich habe tatsächlich leider nur dieses ganz dunkle Braun von Teddy. Das war mir jedoch ein bisschen zu dunkel und deswegen habe ich es mit ein bisschen Weiß heller gemacht. So, und einmal das Buch von vorne, ja. So, da das ja ein Märchenbuch oder ein Märchenjournal werden soll, habe ich mir überlegt, dass man vorne doch direkt auch zum Beispiel einen Zwerg, Troll, Gnom oder ein Feenhäuschen sozusagen, weil die ja auch in einem Baum leben, machen könnte. Ja, dementsprechend habe ich dann diese Türe hier. Ja, die ist übrigens auch bald in meinem Online-Shop, dazu gehöre ich das Fenster hier oben, als Set bekommen wird. Also das Set wird es bald bei mir auch im Online-Shop geben. Die Fenster, also das Fenster und die Türe sind nämlich aus PLA, also auch aus unserem 3D-Drucker angefertigt. Sie werden jedoch komplett in weiß, werden sie angefertigt, auch so verschickt. Denn das Schöne an dem PLA ist, dass man es selber mit Acrylfarbe so bemalen kann, wie man es möchte. Ja, so und dementsprechend habe ich hier halt, klar, die Steinwand sozusagen, habe ich halt in einen gräulichen Ton gemacht. Dann das Holz sozusagen halt in einen sehr hellen Braunton. Die Scharnieren, klar, in Gold. Das Guckloch oder das Fenster, eher gesagt, in Rot. Und hier oben, das Fenster, habe ich dann außenrum genauso wie das Braun hier gemacht. Und innen drin halt in Rot. Ne, damit es so aussieht, als wäre da drin wirklich ja, eine kleine Wohnung, ne, von einem kleinen Zwerg oder, ja, Wichtel kann man ja auch sagen. Ne? So, und damit der Wichtel aber auch in seine Wohnung natürlich reinkommt, habe ich hier aus Pappe und zeige ich euch mal eben, hier aus diesen Schnüren, die gibt es beim Action oder ich glaube beim Action war das. Ich glaube für knapp einen Euro gab es die. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Habe ich die einfach so als Leiter zusammen gemacht, geklebt und habe es dann halt auf dem Buchcover drauf gemacht. So, und damit das aber auch nicht so trostlos und so langweilig auf Deutsch gesagt nachher aussieht, bin ich hingegangen und habe hier überall noch ein bisschen künstliches Moos angeklebt, mit Heißkleber auch, damit das wirklich auch gut hält. Ja, und hier oben ein schönes Blatt. Ne, es kann ja sein, dass sich irgendwie ein Blatt in dem Moos verheddert hat.
So, und ich war erst am Überlegen, ob ich hier irgendwo noch eine schöne Sonnenblume hinklebe, aber ich finde, das wäre einfach viel zu bunt geworden. So, und das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Jedoch, was ich am Überlegen bin, das werde ich aber dann noch, ja, im Nachhinein irgendwann mal entscheiden, ob ich vielleicht hier oder hier unten auf dem Boden noch ein paar, ja, Pilzchen, dann wie nennt man diese Regenbogenpilze, glaube ich, ne? Ob ich diese dann hier irgendwie noch anklebe, ne? Mal schauen, vielleicht gefällt es mir ja doch im Nachhinein. Ja, also, wie gesagt, hier diese Türe komplett in weiß natürlich und das Fenster wird es einmal als Set bei mir im Online-Shop zu kaufen sein. Den Online-Shop-Link, den werde ich euch natürlich noch hier irgendwann verlinken, sobald er online ist und verfügbar. Er ist jetzt gerade tatsächlich schon in Arbeit, wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen was dauern, bis er wirklich auch online kommt. Wenn ihr jedoch sagt, oh, ich möchte aber nicht so lange warten, bis der Online-Shop online ist gar kein Problem. Gewerbe ist vorhanden, Leute. Also ich mache das nicht jetzt gerade auf den illegalen Weg. Schreibt mir gerne eine Nachricht, entweder hier bei YouTube oder aber ich werde einmal meinen Instagram-Kanal unten in der Infobox verlinken. Dort dürft ihr mir dann gerne mal eine Nachricht schreiben, falls ihr Interesse an dem Set von der Haustüre und von dem Fenster habt. Oder aber, ob ihr nur die Türe haben möchtet oder nur ein Fenster oder auch zwei Fenster. Das dürft ihr natürlich frei entscheiden. Und wir werden uns einig. Ja, also wie gesagt, die Türe und das Fenster werden dann einmal weiß bei euch nach Hause kommen oder zu euch nach Hause kommen und diese dürft ihr dann nach eurem Belieben halt auch bemalen, wenn ihr möchtet. Ne? Also könnt ihr einmal mit Acrylfarbe ganz normal bemalen. Gehen aber auch natürlich Lackfarben. Und wenn ihr das sogar für draußen irgendwie an einen Baum lehnen wollt, das ist ja auch immer ganz reizend für Kinder zum Beispiel. Ja, wenn sie sehen, an einem Baum ist so eine kleine Türe angelehnt und vielleicht oben sogar mit einer Nadel oder mit einem Nagel das Fenster dran befestigt, ist natürlich auch immer ganz, ganz toll für kleine Kinder. Ne? Dann, ja, da kann man halt nochmal die Träume und die Fantasien ein bisschen aufleben lassen, ja. So, und wenn ihr sogar sagt, ja, ich möchte gerne, dass mein Kind die Türe anmalt, ist ja auch gar kein Problem, ne? Müsst ihr wohl bei sitzen bleiben, ne? Weil das ist ja, ne, bei Farben ist immer so ein Ding. Die sind ja nicht unbedingt, klar, die sind wasserlöslich, ne? Aber ich wäre da ein bisschen vorsichtiger bei. Ja, alleine wegen Verschlucken oder. Wenn ihr diese aber nach draußen stellen wollt oder legen wollt oder befestigen wollt an einen Baum, vergesst bitte nicht, ja, die Farbe sozusagen nochmal mit Klarlack zu besprühen, damit es auch wirklich haften bleibt, die Farbe. Ja, weil ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sich Acrylfarbe bei Witterung oder ja, bei Regen und bei Schnee verhält. Ich glaube, da könnte es auch wirklich ganz schnell anfangen zu reißen. Und von daher würde ich sie an eurer Stelle tatsächlich auch nochmal mit Klarlack überstreichen. Ja, so. Ja, mich würde mal interessieren, wie ihr tatsächlich mein erstes Buchcover meines neuen Junk Journals gefällt. Ja, also ich bin ganz ehrlich, euer Feedback ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, weil ich mich ja bei diesem Thema tatsächlich noch gar nicht auskenne. Das Innenleben, da bin ich die ganze Zeit schon am Überlegen, wie ich das am besten mache. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich das nicht sogar vielleicht irgendwie, ja, mit unseren typischen alten Märchen, die wir halt noch von damals kennen. Ja, wie Hänsel und Gretel zum Beispiel, die Zwerge oder, ne, die sieben Zwerge, Entschuldigung, ja, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Oder
Rotkäppchen und der böse Wolf. Klar werden da auch ein paar Waldbewohner reinkommen, wie ein paar Rehe oder Igel oder. Ja, also da wird garantiert noch etwas richtig, richtig Schönes, Schickes reinkommen. Ja, also es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einmal alle ein Feedback da lasst. Ja, ob euch ja, mein erstes Buchcover gefällt. Und vielleicht könnt ihr mir ja auch ein paar Tipps geben, was ich hier drin noch alles reintun kann. Ja, weil, wie gesagt, das ist ja Motto, ein Märchenwaldbuch. Deswegen ja auch, ne, das Wichtel zu Häuschen, also zu Hause hier. Ja, liebe Leute, das Video, das hat jetzt tatsächlich auch nur 9 Minuten gedauert. Aber ich würde mich wirklich super, super freuen, wenn ihr alle mein Däumchen oben lasst, wenn euch mein erstes Buchcover, mein erstes Junk Journal Cover gefällt. Würde mich natürlich auch auf eure Unterstützung freuen, indem ihr mir einmal ein Abo dalasst. Ja, und dann würde ich sagen, entweder sehen wir uns wieder, wenn ich den Inhalt mache, oder aber vielleicht dauert das ja auch tatsächlich noch ein bisschen, bis ich wirklich weiß, was ich ganz genau da reinmache. Vielleicht aber sehen wir uns in einem nächsten Haul oder aber auch zu einem anderen Buchcover. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Tag. Viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!